Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Herrn Magister Gerhard Buchkaber ein Interview führen, für das ich mich jetzt schon sehr herzlich bei Ihnen bedanken darf. Meine Frage an Sie ist, welche Zeit in Ihrem Leben hat Sie besonders geprägt? Gab es da besondere Einschnitte, Momente, die einen Einfluss auf Ihre Biografie gehabt haben? Ja, es ist natürlich die Jugendzeit, ganz eine entscheidende Phase. Und da war es ganz sicherlich die 68er-Bewegung, sei es jetzt 68, Prager Frühling oder Studentenrevolte, die ich ja selbst nicht jetzt als Student miterlebt habe, aber doch jetzt bis Ende der 60, Anfang der 70er Jahre ganz stark beeinflusst war. Welche Erinnerungen haben Sie da noch besonders an? Die Erinnerungen, es geht über die Musik, natürlich ganz wesentlicher Teil, aber vielleicht das, was besonders prägend war der entstehende Antimilitarismus, der mich da besonders beeinflusst hat, weil ich da sicherlich mich dann dafür entschieden habe, zu den Wehrdienstverweigerern zu gehen und letztendlich dann als Zivildiener gelandet bin. Die 68er-Bewegung, hat das für Sie auch irgendwie so einen Moment gegeben in Ihrem Leben, wo Sie sagen, ja, es hat bis heute noch eine Auswirkung? Ja, das wäre zum Beispiel ein Thema schon gewesen, eine Veranstaltung im Forum Stadtpark mit dem Günther Nenning ist mir dann noch in Erinnerung, wo ich als Schüler, als Oberstufenschüler schon in Graz war und von dort her dort teilgenommen hatte und wo mich das also ganz fasziniert hat, einfach, dass man auch eine andere Perspektive aufbauen kann, als was so damals der Mainstream war. Der Mainstream war ja damals ein ganz anderer, also man hatte sich damals ja kaum vorstellen können, dass man als Jugendlicher, wenn man dann zur Stellung musste, dass man dann dass man da den Wehrdienst verweigert. Also das war also in weiter Ferne und das hat doch irgendwie ausgelöst, dann hat man bemerkt und einen Austausch gehabt, dass es da vielleicht auch Gleichgesinnte auch gibt und man hat sich dadurch eine gewisse Unterstützung holen können. Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert, dass Sie den Wehrdienst verweigert haben? Ja, das war natürlich eine Debatte. Aber ich konnte zumindest, man hat mich zumindest gewähren lassen, so würde ich das formulieren. Und würden Sie auch sagen, das hat später dann Ihr Leben geprägt, auch in beruflicher Hinsicht? Ja, schon. Also ich kann schon sagen, es war sicherlich ausschlaggebend, dass mein Interesse einerseits für die Geschichte sehr stark entstanden ist. Ich habe dann ja auch Geschichte studiert, reines Interessenstudium und dann natürlich auch in Richtung Erkenntnisfragen. Und da habe ich dann Mathematik studiert und das war eigentlich schon eine wesentliche Entscheidung für die Studienwahl, dass ich dann mit Themen, also mir ist es dann darum gegangen, wie kann man Erkenntnisse gewinnen, wie kann man zu Erkenntnissen kommen, auf die man sich verlassen kann. Und diese Fragen haben mich dann sehr beschäftigt und das hat eigentlich zu dieser Studienwahl geführt und auch natürlich das Verständnis aufzubauen für historische Prozesse. Und hat sich das dann auch später noch auf Ihre Familie ausgewirkt? Ja, familiär weiß ich jetzt nicht. Ja, natürlich, ich meine, indirekt natürlich, weil die Partnerwahl ja auch ein wesentlicher Aspekt letztlich dann ist und dass man sich dann doch mit jemandem besser versteht, der zumindest ähnliche Perspektiven teilt. Das glaube ich indirekt, ja, könnte man schon sagen. Gab es auch noch andere Einschnitte in Ihrer Biografie zu einer anderen Zeit oder andere Erlebnisse? Ja, schon. Jetzt im Punkto revolutionärer Situation in Europa, also was mich auch dann später in der Studentenzeit besonders berührt hat, das war die portugiesische Revolution 1974, die zwar nur auf Portugal relativ stark beschränkt war, aber doch ist es ein europäisches Land gewesen und das hat schon spezifische Fragen aufgeworfen,
in der Weise wie in einem hochindustrialisierten Land und Portugal zwar jetzt nicht so weit entwickelt wie zum Beispiel Deutschland, aber trotzdem zu unserer europäischen Staatengemeinschaft gehörend, war es für mich schon interessant mitzuerleben, wie sich dort eine soziale Revolution mit den Zielsetzungen mehr soziale Gerechtigkeit, mehr jetzt Chancengleichheit und Chancenmöglichkeiten, also das hat mich da sehr beeinflusst auch. Wir hatten in Graz damals auch ein Solidaritätskomitee für die portugiesische Revolution errichtet in der Studentengruppe. Das war vielleicht auch ganz spannend. Welche Erwartungen und Hoffnungen hatten Sie dann zu der Zeit, 1974? Naja, Hoffnungen in der Weise, dass die Demokratisierung weiter vorangehen und weiter voranschreiten sollte. Also das war schon auch unsere Intention, Demokratisierung aller Lebensbereiche. Wir hatten damals ja eine sozialdemokratische Regierung und das wurde ja durchaus auch von dieser so gesehen. Und insofern haben wir schon bemerkt, also wenn wir uns da selber nicht auf die Füße stellen und selber Beiträge leisten, dann wird der Demokratisierungsprozess nicht voranschreiten, weil das waren dann zwar Bekenntnisse, aber die Umsetzung war mehr oder weniger sehr schleppend. Ist es ja bis heute noch. Also konnten sich eigentlich die Erwartungen nicht ganz so erfüllen, wie Sie es erhofft haben, oder? Nicht ganz, ja, das sicherlich, weil die Demokratisierung, es ist ja eher mit den 80er Jahren dann eine Wende eingetreten, Ende 80er, 90er Jahre, dass die dann, also heute sind wir weit davon entfernt, ich würde sogar sagen, dass wir schon einmal weiter waren in dieser Hinsicht, was die Demokratisierungsfrage ist heute. Also wenn man überlegt, wie politische Prozesse heute entschieden werden, dann denke ich, ist da noch viel zu tun. Sie haben jetzt kurz die 80er Jahre, die Wende angesprochen. Haben Sie dazu noch spezielle Erinnerungen? Ja, also das hat mich vielleicht persönlich jetzt nicht so berührt, muss ich sagen, wobei natürlich, es war überraschend, ich war ein Jahr davor, 88, noch in Berlin, wo noch die geteilte Stadt war, hätte ich nicht erwartet im entferntesten Sinne, dass 89 da die Mauer fällt, aber miterlebt, was jetzt nicht persönlich direkt, sondern ein medial natürlich, was da vor sich gegangen ist, vor allem jetzt an der Ostgrenze Österreichs zum Beispiel. Aber insofern war das für mich eine Überraschungssituation einerseits und andererseits die Hoffnungen, dass es jetzt sozusagen eine Demokratisierung im Sinne unserer jugendlichen Perspektiven stattfinden wird und geben wird. Also diese Hoffnung habe ich damals nicht gehabt, weil ja die Perspektive eher war die Angleichung an den Westen und Aufholprozess und so weiter. Also insofern habe ich das sehr geteilt empfunden, diese Wende. Einerseits natürlich der Fall der stalinistischen jetzt Herrschaftssysteme Osteuropas, was wir damals sehr begrüßt haben natürlich, aber die Perspektive hat uns gefehlt, in der Weise und mir auch gefehlt, in welche Richtung soll das dort, welche Entwicklung soll das nehmen. Und da haben wir damals durchaus schon Bedenken gehabt, dass das unter Umständen nicht nur positiv ist. Welche Auswirkungen hatte dann die Wende, wenn Sie jetzt so zurückblicken, persönlich für Sie? Eigentlich eher weniger. Also ich kann persönlich verbinde ich damit jetzt nicht so viel Veränderung. Okay. Dann würde mich noch sehr interessieren, was sagen Sie heute dazu, zu den populistischen Bewegungen, zu der Fremdenfeindlichkeit und auch zum Antisemitismus? Ja, erschreckend. Es ist erschreckend und es ist eigentlich unfassbar, dass jemals solche Meinungen in dieser Art und Weise öffentlich kolportiert werden können. Also das hätten wir, wie gesagt, in den 70er Jahren für unmöglich gehalten.
Gibt es spezielle Wünsche und Erwartungen, die Sie an Ihr Land oder an Europa haben? Ja, also nach wie vor Demokratisierung aller Lebensbereiche. Das wäre ein Motto, was meiner Meinung nach ganz oben aufsteht, und das müsste sich auch jetzt in bildungspolitischer Hinsicht niederschlagen, dass Partizipationsmodelle erprobt und die Möglichkeit geschaffen werden, für Jugendliche Partizipationsmodelle erleben zu können. Das denke ich, was EU, die EU macht ja relativ viel, was ich schon auch mitverfolgen kann, also das müsste auch weiter ausgebaut werden, gerade Austauschprojekte im Rahmen Europas, die sicherlich einen besonderen Beitrag leisten können, um hier diese Partizipationsmöglichkeit zu erreichen. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu den 68er Jahren, 70er Jahren, da hat es ja in der Musik viele Änderungen gegeben. Waren Sie da auch auf Konzerten? Hat es ja auch den Woodstock und solche Sachen Ja, gegeben? Woodstock war ich nicht, ne? Das wäre zu weit gewesen, aber natürlich in Graz. Also ich bin ja sehr früh dann nach Graz gekommen, in 69, und habe die Grazer Musikszene, die ja damals auch durchaus, also vor allem die beginnende Jazzszene in Graz hat mich da besonders interessiert. Ja, und da gibt es natürlich hat es auch Konzerte gegeben, Jazzclubs gegeben, der Bürgergasse beispielsweise, oder ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was noch alles. Es war sehr spannend. Gut, dann bedanke ich Ja, ich mich danke auch. sehr herzlich für das Interview, für das Für die gute Fragen. Gespräch. Dankeschön.